Da sind wir zwei. Einen Tag ist er jetzt alt. Vor ungefähr 24 Stunden ist er auf die Welt geschlüpft, der kleine Frosch. Und jetzt hat er dann schon seinen ersten großen Mekonium-Schiss gemacht und danach war es gleich besser mit dem Bauch. Gedacht hat er trotzdem irgendwie dauergestellt. Aber da muss ich halt noch dran gewöhnen, wann Tag und Nacht ist. Ne? Das Schlafen hatte dann heute am Tag nachgeholt. Gewogen und gemessen haben wir ihn auch schon. Er ist 52 cm lang auf dem Maßband und 3180 auf der Küchenwaage. 36 cm Kopfumfang. Ja, also ganz normal groß. Schlaf habe ich inzwischen auch nachgeholt. Der hat mir ein bisschen gefehlt nach dem Tag gestern. Das Dauerstellen hat meinen nachgeburtlichen Bauch auch schon wieder schön schrumpfen lassen. Und die Nachwehen sind eigentlich auch okay. Sind sie bei mir eigentlich immer. Also nicht so schlimm, wie man das von anderen hört. Im Schritt fühle ich mich noch etwas überdehnt und meine Schultern sind verspannt. Aber sonst fühle ich mich eigentlich ganz gut, solange ich hier im Bett liegen darf. Ist sowieso alles gut. Ja, beim Rumlaufen schleiche ich noch ein bisschen durch die Gegend. Das ist alles ein bisschen ungewohnt, die neue Statik. Bauch fehlt und ja, der Beckenboden ist. Es fühlt sich alles noch ein bisschen anders an. Ja. Eigentlich wollte ich euch ja das Abnabeln zeigen. Nur hat sich unser Knabe jetzt selber abgenabelt. Ja, ich hatte eigentlich nicht vor, ihn fallen zu lassen. Aber ich war irgendwie so fasziniert von diesem Gefühl, wie sich Schultern drehen. Und ich habe in dem Moment an überhaupt nichts gedacht, sondern nur gedacht, cool, wie sich das dreht. Ja. Genau, aber bei vielen Säugetieren ist es ja nicht anders. Da reißt ja auch die Nabelschnur ab. Und ja, ist natürlich schöner, wenn sie nicht abreißt. Dann gibt es nicht so ein Blutbad, aber ja, passieren kann das halt. Hier ist jetzt die Nabelschnur, die ist jetzt auch einen Tag alt logischerweise und schon schön getrocknet. Sieht man das, wie die getrocknet ist? Ja, da ist nicht mehr so viel da sozusagen, also das sieht dann schon so geschrumpelt aus. Ja genau, bei der Gelegenheit wollte ich euch mal die Plazenta zeigen. Schwache Nerven müssen jetzt weggucken. Aber ich finde das immer wieder faszinierend. Das hier ist seine Plazenta. Die habe ich heute Nacht im Kühlschrank gehabt, deswegen ist das auch noch nicht so getrocknet wie die Nabelschnur, die an ihm dran ist. Ja, hier ist die Seite, die zum Kind gezeigt hat. Da ist die Schnur. Im Krankenhaus zieht man sich Handschuhe an natürlich. Ich brauche mir jetzt keine anzuziehen, das ist ja meine eigene. Das Einzige, was besonders ist, ist, dass die Nabelschnur nicht in der Mitte entspringt, sondern am Rand. Ansonsten ist das eine ganz normale Plazenta. Hier kann man sehen, die Eihäute, wo das Baby drin war, wo das rausgeschlüpft ist. Da war das so drin. Ja. Wenn man das Ganze rumdreht, hat man die Seite, die an der Gebärmutter angewachsen war. Die sieht so blumenkohlmäßig aus, ein bisschen von der Struktur her. Da guckt man, ob das vollständig ist. Ob da irgendwas ausgerissen erscheint oder so. Das ist ja aber nicht der Fall. Und auch sonst also jetzt ein paar Verkalkungen sind drin, aber nicht viele. Also bei Übertragung, ich habe ja 13 Tage über einen Termin getragen. Da würde man jetzt doch ein bisschen mehr Verkalkung eigentlich erwarten. Aber ja, so ein bisschen. Sieht schön aus, ich sag, für eine Plazenta. Ja, genau. Dem Baby sieht man auch ein bisschen an, dass es ein bisschen länger drin war als ausgebacken, würde ich mal sagen. Also typisch sind die Waschfrauenhände, so ein bisschen faltige. Jetzt hat er Hunger gleich. Hopp, zeig mal deine Füße, Kleine. Hopp.
so ein bisschen faltige Hände und Füße hat er. Und ganz lange Fingernägel. Und was auch typisch ist, dass bei Übertragung die Babys gerne ein bisschen mager sind, also wirken sehr lang und dünn. Und die Haut wirkt ein bisschen heller. Also ich habe mich am Anfang gewundert, weil das wusste ich nämlich nicht, habe ich nochmal nachgeguckt. Die Haut von übertragenen Babys wirkt ein bisschen weißlicher. Wahrscheinlich, weil sie so lange im Fruchtwasser waren. Die Schädelplatten haben sich schon wieder zurechtgerückt. Die waren so vor der Geburt verschoben. Da hat man die große Fontanelle hier vorne fast gar nicht getastet. Aber jetzt ist alles wieder da. Hier hinten ist die kleine. Da und hier oben ist die große. Die ist bei ihm jetzt nicht riesig groß, aber alles normal. Was man da noch guckt, ist die Hoden. Die sind bei ihm auch im Hodensack. Du kriegst gleich was. Ja, man guckt halt, ob alles dran ist. Erstmal prinzipiell, ob der Gaumen durchgehend ist hier vorne. Das ist alles fest. Ja, und wenn das Kerlchen gut trinkt und ausscheidet, dann muss man sich erstmal keine Sorgen groß machen. Auf den Namen haben wir uns jetzt auch geeinigt sogar. Der Wahnsinn. Wir hatten ja zuerst nur einen Mädchennamen, weil alle spekuliert haben, es wird ein Mädchen. Aber das haben wir gestern Abend doch recht schnell abgewickelt. Haben wir uns geeinigt, wie er heißen soll. Mein Mann hat ihn heute auch gleich auf dem Rathaus angemeldet. Und die kannten ihn noch vom letzten Mal. Das war also heute keine große Diskussion, weil in Frankreich ist es ja ganz ungewöhnlich, dass Babys zu Hause geboren werden. Ja, aber das ging diesmal problemlos. Ja, alles klar. Dann wollen wir mal weiter kuscheln. Tschüss.